Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Folge Nummer 10 heute mit der Charlie Kirk-Thematik, also das Attentat auf Charlie Kirk. Eins vorweg, kein Mensch sollte wegen seiner freien Meinung, wegen seiner freien öffentlichen Meinung umkommen, weil am Ende des Tages ist es genau das, was den Menschen ausmacht, die individuelle Antwort auf universale Fragen. Und gerade weil wir aus verschiedenen Welten kommen, mit verschiedenen Ansichten, sollten wir dementsprechend allen Menschen zuhören, weil wer weiß, ob wir die richtigen Antworten haben oder vielleicht andere Leute die richtigen Antworten haben, so, ne? Wir werden auf jeden Fall gleich auf 3 Thesen stoßen. Die erste wäre auch gleichzeitig die öffentliche, dass Charlie Kirk bei dem Attentat umgekommen ist, wegen links-woke-Ideologisten, die nicht mit seiner recht konservativen Meinung klargekommen sind. Dazu hat er ja auch viel harte Sachen ausgesagt, wie zum Beispiel, wenn Frauen vergewaltigt werden, dann sollten sie das Kind trotzdem austragen, auch wenn das Kind vom Vergewaltiger ist und solche Sachen. Wenn ihr euch mit Charlie Kirk beschäftigt habt, der war ja immer sehr hart. Ne? Auch zum Beispiel, dass Kinder in Gaza nicht an Hungersnot leiden. Das hat ja die UNO bestätigt, dass das dort der Fall ist. Also der war ja recht pro Israel und dadurch hat er natürlich auch die Menschen auf der Welt provozieren können. Die zweite These war, dass er sich kurz vor seinem Tod oder dass er kurz vor seinem Tod angefangen hat, die kritischen Fragen zu fragen, und da möchte ich euch ein Video raussuchen von Charlie Kirk gegen Ben Shapiro. Hasse ich den Typen, ne? Das ist ein richtiger Vollidiot. And one thing a friend said to me, interestingly, which is, okay, Charlie, we've pushed back against the media on COVID, on lockdowns, on Ukraine, on the border, on, so like, maybe we should also ask a question. Is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question, you know, that maybe we shouldn't believe everything the media says, because I know I've been conditioned to ask a lot more critical questions over the last couple of years. So, Ben, some people would accuse Israel of wanting to ethnically cleanse. So, was hat Benjamin Netanyahu darauf geschrieben? Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel. He fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only 2 weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place. We lost an incredible human being. His boundless pride in America and his valiant Belief in Free Speech will leave a lasting impact. Rest in peace, Charlie Kirk. Obwohl er sich in den letzten Stunden seines Lebens oder in den letzten Tagen seines Lebens sehr israelkritisch positioniert hat. Dann sowas von Netanyahu zu hören, ist natürlich immer sehr lustig, aber Netanyahu war auch derjenige, der bereit war, Charlie Kirk 150 Millionen in Cash zu finanzieren, wenn er einen Pro-Israel Position einnimmt, ne, für die Medien. Aber Charlie Kirk hat das Geld nicht angenommen. Also er hat das abgelehnt und deswegen und auch mit vielen anderen Sachen, wie gesagt, ne, die kritischen Fragen gegenüber Israel oder zum Beispiel auch die Thematik mit dem 7. Oktober, weil eigentlich sind ja die Grenzen zu Israel wirklich streng bewacht. Die Israeliten sind ja wirklich ausgebildete Soldaten, das muss man ja auch sagen, auch technologisch. Die wissen selbst, wenn ein Fliegenfurz über die Dings kommt, ein palästinensischer Fliegenfurz, und die würden das sofort abknallen. Als hätte man gewusst, dass das passieren wird, und man ist darauf eingegangen, weil man sowieso diesen großen Plan hatte, Groß-Israel und die Zerstörung Palästinas, weil die Leute müssen verstehen, dass die einzigen Semiten in diesem Feld, das sind die Palästinenser. Man kann jetzt sagen, okay, aber Palästinenser sind Kananiter oder Phöniciens und das ist alles Bullshit. Trotzdem, am Ende des Tages sind die Palästinenser in dieser Region die einzigen, die wirklich semitischen Hintergrund haben, weil die meisten Juden, die wir heute in Israel haben, sind Aschkenazi-Juden. Okay, und Aschkenazi-Juden sind europäische Juden. Sie sind irgendwann mal zum Judentum konvertiert. Sie waren nicht Juden. Sie sind zum Judentum konvertiert und haben sich dann gedacht, oh, wir Europäer, wir kolonialisieren ja die ganze Welt muss uns gehören. Warum lesen wir nicht die Tora und sagen, ey, wir sind Juden?
Und das wurde uns versprochen. So wie das Magnum-Eis uns versprochen worden ist. Und deswegen gibst du mir jetzt das Magnum-Eis. So waren die Juden, die da vorgelebt haben dort, die waren nie so. Das kann man aus ganz vielen Büchern lesen. Deswegen werden ja zum Beispiel in Israel auch keine DNA-Tests erlaubt, weil dann würde rauskommen, dass die meisten einfach Europäer sind. So wie Netanyahu Pole ist. Oder sein Mirzech-Typ, sein Verteidigungsminister, er ist Ukrainer. Also da werdet ihr immer sehen, die haben mehr mit Europäern zu tun als die Palästinenser. So, und das war den Leuten schon immer ein Dorn im Auge, weil wir kennen ja diese Leute, die schreiben ja gerne die eigene Geschichte und die eigene Geschichte darf die wahre Geschichte nicht enthalten, sondern sie übernehmen die Geschichte derer Leute oder dieser Leute und dann fügen sie sich das für sich selbst ein in ihrer Historie. Und dann heißt es, ja, aber in 100 Jahren, wir waren ja die Juden, die dort ganze Zeit gelebt haben. Wir sind die Nachkommen der Semiter, ihr seid ein... Und weil er sich dann kritisch geäußert hat, wie viele mittlerweile sich gegenüber Israel sehr, sehr kritisch äußern, außer Friedrich Rabi Merz, den Juden niemand geholfen habe. der musste ja seinen Hollywood-Preis, seinen Grammy-Preis, hat er versucht zu kriegen mit seiner Show-Einlage, die war wirklich legendär. Ich musste mir direkt in die Hosen kacken, so traurig war ich darüber. Das war Charlie Kirks Position am Ende und weil er gerade seine Anspruchsperson oder die Personen, die er angesprochen hat, das waren keine alten Menschen, das waren junge Menschen. Also die Zukunft des Landes Amerika hat er selbst angesprochen oder angeführt. Und wenn er sich dann auf einmal oder wenn er dann die kritischen Fragen stellt und die Leute dann merken, okay, die 19-, 18-Jährigen, die Universitätsstudenten und was weiß ich, okay, Charlie Kirk ist unser Mann, der debattiert und ist sehr aktivistisch unterwegs. Wenn er dann seine Meinung ändert, dann ändern wir die Meinung auch. Und dann heißt es nicht mehr Israel first, sondern America comes first. So. Und das größte Problem, was Amerika heute hat, ist einfach, dass Amerikas Loge komplett finanziert und auch schon unterwandert worden ist von den Zionisten. Das wäre jetzt die zweite These. Charlie Kirk kämpft gegen die Unterdrückung Amerikas gegen Israel und wird als Held ermordet. Und die dritte These, das ist meine These, da kommen wir auch zu. Charlie Kirks Attentat oder Charlie Kirks Mord war ein rituelles Attentat der 33. Freimaurergrades, weil er jetzt seine Arbeit getan hat und danach Vollendung erlangt oder Weisheit erlangt. Und warum komme ich auf diese These? Ich kann euch das mal zeigen. Immer sehr, sehr wichtig zu verstehen ist, dass man nicht nur auf die Tat achtet, sondern auch um das Setting. Weil ich bin ja Mr. Numerologie und hier haben wir nämlich Charlie Kirks Bild mit den 3 Cappies. Und die 3 Cappies sind 47, 47, 47. So, 4 plus 7 ist 11. 4 plus 7 ist 11, 4 plus 7 ist 11. 11 plus oder 11 mal 3 ist 33. Der 33. Grad der Freimaurer. Das ist so eine geheime Einladung, ne? So eine Einladung, Aufnahmeprüfung. Okay, Charlie Kirk, wenn du mit uns arbeiten möchtest, dann müssen wir dich in der Öffentlichkeit töten, weil du stehst ja für etwas. Und dieses Stehen müssen wir vernichten. Ja, was die gerne daraus machen, weil wir haben es ja auch schon bei dem Trump-Attentat gehabt. Wenn ihr euch erinnert, das wurde ja auch sehr, sehr gut inszeniert und obwohl er durch das Ohr getroffen worden ist, da gab es ja keine Narbe, ne? Und Joe Rogan hat das ja auch in seinem Interview angefragt gehabt oder in seinem Podcast angefragt gehabt, zeig mal dein Ohr, und der war ja richtig so uncomfortable, ne? Der hat sich gedacht, ja, aber da ist ja nichts, oh, ich hatte gute Ärzte, very good doctors. Ja, daran sieht man, die verarschen einen von vorne bis hinten und wollen einfach nur, dass du die ganze Geschichte glaubst, aber das ist nicht alles ganz koscher, ne, was da abgeht. Also, 33, höchste Grad der Freimaurerloge. So, erstes Setting. Zweites Setting ist, dass wir genau das hier haben, und zwar, wenn wir das ganze Spektakel, die Debatte von oben betrachten, wie das Setting aussah, dann sehen wir nämlich hier auf der rechten Seite, wenn ihr hier auf die Maus guckt, dann haben wir hier nämlich 1, 2, 3, 4, das sind die Trennwände, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und die Chanukka-Kerze hat auch 9 Ständer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ist schon ein bisschen suspicious, würde ich mal sagen, oder? Dann haben wir wieder Numerologie, weil die Leute lieben ja Numerologie. Und hier haben wir zum Beispiel das Wort Freedom, okay? Das ist ganz einfach zu erklären. Also, hier haben wir es in Reverse Numerologie. Der Alphabet ist flipped, okay? Also A ist 26, B ist 25 und dann müsst ihr das rückwärts nehmen. Dann haben wir nämlich F ist 21. Dann, wenn ihr eine Doppelzahl habt, dann müsst ihr diese beiden Doppelzahlen auch nochmal plus rechnen. Okay, dann haben wir also F ist 21, 2 plus 1 ist 3. R ist 9, ist 9. So, und dann rechnet ihr das durch, und dann kommt ihr zum Schluss auf diese Zahlen. 3, 9, 4, 4, 5, 3, 5 gleich 33. So, wieder eine 33. Oktober 14, 1993 geboren. Dann haben die das nämlich so richtig perfekt ausgerechnet. So am 14. Oktober, 0 Uhr 00 wäre sein Geburtstag gewesen. Dann habt ihr 33 Tage, 11 Stunden, 37 Minuten und 0 Sekunden. Das sind insgesamt 33 Tage und 484. Also wieder die 33 drin. Dann haben wir, wann hat die Charlie Kirk Show angefangen? Am 7. Juli 2019. Und am 10. Oktober ist er gestorben. 666. 666. Wenn wir das genauso in diesem Beispiel machen würden, würde trotzdem 666 raus. Also 666, the mark of the beast, 666, die Zahlen Satans. Warum passen die da so perfekt rein? Versteht ihr das? Warum passt das denn so perfekt da rein? Hier habt ihr nochmal die Kerze, schaut euch das an, Kerze. Und wichtig auch, das habe ich aufgeschrieben, und zwar gab es eine South Park-Folge, einen Monat schon davor. Also wir reden hier von August, okay? Und in dieser South Park-Folge spielt Cartman Charlie Kirk und er hält das Buch Leviticus in der Hand. Und wenn wir gucken, Leviticus 4,7, die Cappies hatten ja 4,7 drauf, dann gucken wir mal, was Leviticus 4,7 heißt, okay? Leviticus 4,7. Und das ist richtig spannend, weil in Leviticus 4,7, dann soll der gesalbte Priester etwas vom Blut dieses Stiers nehmen, es in das Offenbarungszelt bringen, seine Finger in das Blut tauchen und es vor dem Herrn 7-mal gegen den Vorhang des Heiligtums spritzen. Darauf soll der Priester etwas vom Blut auf die Hörner des Rauchopferaltars tun, der vor dem Herrn in Offenbarungszelt steht, und dann soll er das ganze Blut des Stiers am Sockel des Brandopferaltars ausgießen, der sich am Eingang des Offenbarungszeltes befindet. So. Und wo haben wir das? Wo stand sein Zelt? Er stand ja in ein Zelt. Das wurde ja aufgebaut. Da war ja ein Zelt. Wo stand das Zelt? Genau hier. Genau hier war das Zelt. Er stand unter einem Zelt. Er war das Sündenopfer. Und deswegen hat man ihn geopfert. Und das passt perfekt zu dem Levitikus, was wir gerade vorgelesen haben. Und das passt auch perfekt zum Ritualmord an Charlie Kirk. Die Einladung oder die Aufnahmeprüfung in das 33. Grad der Freimaurerloge. Diese Leute planen das so perfekt. Das ist nie Zufall. Das, was die alles machen, ist niemals Zufall. Aber sie verkaufen euch die Lüge, indem sie sagen, ja, Charlie Kirk ist gestorben wegen dieser ganzen Linkshetze und die Rechtshetze und was weiß ich. Das ist kompletter Bullshit. Das versucht man den Goys zu erzählen. Ihr seid Goys, versteht ihr? Ihr seid Goys. Was heißt Goys? Nicht-Juden. Ihr seid Nicht-Juden. Ihr seid Gentiles. Ihr seid Ungläubige. Und den Ungläubigen kann man verarschen, wie man will. Die Ungläubige sind Tiere. Die Ungläubige sind die Leute, über die wir Kontrolle haben müssen, weil die Nichtjuden wissen nicht, was Gott von den Menschen will, und die Nichtjuden sind der Grund, warum die ganze Welt in Chaos stürzt. Das ist deren Ideologie, versteht ihr? Das ist deren Religion. Und das bin nicht ich, das ist nicht meine Ideologie. Ich recherchiere. Ich lese. Ich will verstehen, was diese Menschen von uns wollen. Ich möchte verstehen, wie diese Menschen ticken, an was die Menschen glauben. Ich lese alles. Ich bin dogmafrei, Kinder. Und weil wir ein Auge zudrücken bei den Leuten, deswegen ficken die uns. Weil wir denken ja, weil wir haben das gleiche Problem. Republikaner gegen Demokraten. Links gegen rechts.
AfD gegen CDU und SPD und wie die alle heißen, Muslime gegen Christen, Schwarz gegen Weiß, Braunbären gegen Schwarzbären, Eisbären sind auch da, die sagen, wir sind Weiße, wisst ihr, was ich meine? Das ist alles nur Ablenkung für die Nichtjuden. Überlegt euch das, behaltet euch das im Kopf. Ich bin der Dulli, weil ich euch das sage, bin ich der Dulli. Ihr könnt mich auch alle beleidigen in den Kommentaren. Ich riech das. So, noch mehr Evidenzen, noch mehr Beweise für diese 33-Thematik hier. Das war die erste Nachricht, die rausgekommen ist. 33 Hours. A timeline of Charlie Kirk's shooting and the search for a subject. Seht ihr das wieder? Die 33 Stunden. Genau 33. Es kann nicht 34 Stunden sein. Es muss 33 Stunden sein. Die hier. Meet all 33 Silicon Valley Power Players at Trump's high-profile tech dinner. And here's Elon Musk's explanation for why he wasn't there. Weil, wenn er da gewesen wäre, wären das 34. Der sagt, ganz einfache Thematik. Der sagt, sorry, wir treffen uns privat. Mr. Diablo, ne? So, auch 33. Also überall ist 33. Ihr werdet das so oft sehen in Nachrichten, die werden immer 33 hinzufügen. Und wenn die 33 hinzufügen, dann wisst ihr, okay, das ist eine geplante Nachricht. Das ist so ein Verständnis unter denen. Das kommt von uns. Das wollen die damit sagen. Zum Beispiel auch Beispiele. Und ich sage nicht, dass das stimmt, aber dass Charlie Kirk zum Beispiel nicht gestorben ist. Das gleiche hatten wir bei Tupac. Wenn man sich dran erinnert, Tupac, der wurde ja weggeknallt mit ein paar Schüssen neben Suge Knight. Und auch interessant war, dass viele ausgesagt haben, dass das gar nicht Tupacs Leiche war, weil Tupac ein anderes Tattoo auf dieser Seite hatte als auf dieser Seite. Und wenn man sich dann halt dann haben die gesagt, ja, aber das Bild ist bildgespiegelt worden oder spiegelverkehrt. Aber man hat trotzdem gesehen, die haben einen Fehler gemacht. Und zwar das Tattoo war hier und das Tattoo war dort und die haben das umgetauscht. Und dann kamen welche und haben gesagt, Tupac ist safe nicht tot. Und dann gibt es ein Video von Madonna, könnt ihr eingeben bei YouTube. Madonna feiert ihren 60. Geburtstag oder so und da ist die in Kuba. Und Tupac hat ein paar Lieder, da rappt er über Kuba. Und dann hat man Madonna nämlich gefunden, wie sie in Kuba ihr Geburtstag feiert. Und da ist ein Typ, er sieht aus wie Tupac. Bloß ein bisschen älter, aber er sieht 1:1 aus wie Tupac. Und ich rede nicht von diesem Typen, der sagt, er wäre Tupac, der mit Rastafari. Nein, richtig so ein geheimen Geburtstag haben die gefeiert. Und Madonna hat sich gefreut, dass er da war, so mäßig. Ja, und deswegen machen die diese Opferung. Aber die Leute sterben nicht in den Opferungen. Das sieht einfach nur so aus. Ob die dann ein geheimes Leben führen oder wie heißt das, sich ein neues Gesicht machen lassen, ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es wirklich nicht. Aber es kann ja sein, dass die Leute einfach nicht sterben, sondern das ist eine große Truman-Show und wir sind mittendrin. Denn am Ende des Tages gelten diese Nachrichten ja auch nur uns. Weil wir müssen ja unterhalten werden, ne? Wir müssen das Gefühl haben, wir sind machtlos. Wir müssen das Gefühl haben, okay, jetzt ist es wichtig, dass wir Stellung beziehen und solche Sachen. So, bei diesem Beispiel haben wir hier zum Beispiel ein Patch, okay? Hier ist ein Patch, das seht ihr. Die Haut und die Haut, das passt nicht aufeinander. Und der war nicht braun oder so. Hier sieht man auch so einen kleinen Abdruck, als würde hier etwas auf die Haut drücken, okay? Und die sagen, dass er eine Schutzweste trug, aber man sieht in seinen anderen Videos immer seine Nippel. Er trug eine Schutzweste und seine Nippel hat man gesehen. Das macht keinen Sinn. Was ist das denn für eine Schutzweste? Haben die sogar Nippelform jetzt oder was? Da kam jemand dann auf die Idee, wie die das im Film machen, dass die hier so einen kleinen Motor installieren und danach platzt das. Also, wenn du drauf drückst, dann platzt das und dann kommt hier überall Blut hin. Also Schauspielerei, gespieltes Blut. Und man soll sehen, dass bei dem Schuss hierhin getroffen worden ist und da war kein Abdruck. Und das bedeutet, dass das ein Luftdruckgewehr war. Es hat so ausgesehen, als hätte jemand auf ihn geschossen, aber das, was das Blut zum Platzen bringt, ist der Patch. Unter dem Patch ist eine Blutkonserve und danach platzt der Motor geht an, das Ding platzt und das Blut spritzt raus und dann fällt der um. Ist jetzt eine Theorie, kann man sagen, okay, kann man nicht sagen, okay, aber solche Sachen sind halt auch immer ein bisschen suspicious, ne? Das sollte man halt immer bedenken. So, und jetzt kommen wir noch zu noch mehr Sachen, die man bedenken sollte. Und zwar am 2. September
hat Chief Rabbi of Israel, Rabbi David Joseph, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, ihr wisst, wenn jemand verstorben ist, dann schreibt man denen irgendwas, okay? Und der hat den schon am 2. September fertig gemacht. Der Typ hat am 10. September ist er verstorben, er macht das am 2. September schon wieder. Er sagt, ja, okay, weißt du was? Er wird ja sowieso sterben, ha, 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 ha. Auf jeden Fall hat er geschrieben, to the dear family members of Charlie Kirk, with deep sorrow and great pain I received the devastating news of the murder of Charlie solely because he was the clear and unvarying voice of truth. Charlie was the true friend of the Jewish people and of the state of Israel. His great deeds and noble character made him a remarkable figure. In this modest yet firm way, he always chose to stand by truth and justice. So, und das ist ein offizielles Dokument, ne? Das ist jetzt hier, das ist ein offizielles Dokument. Das wurde nicht irgendwie gemacht. Guck mal, da steht sogar seine E-Mail-Adresse, Rabis Rap Govel. So, und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, was der 33. Grad heißt, okay? Auch biblisch und numerologisch. Also Freimaurerei, 33. Grad, höchster Ehrenrang, Auszeichnung für Weisheit und Dienst. Biblisch 33, Alter Jesu bei Kreuzigung und Auferstehung. Symbol für Opfer, wir haben es gelesen, Levitikus 4,7. Alter bei Jesus bei Kreuzigung und Auferstehung, Symbol für Opfer, Vollendung und danach neues Leben. Numerologisch 33, Meisterzahl, steht für spirituelle Reife, universelle Liebe und Verbindung von Himmel und Erde, also so above, so below. Und dieses as above, so below haben wir bei Charlie Kirk auch nochmal. 33 Hours, a timeline of Charlie Kirk's shooting and the search for a subject. Und bevor ich das vergesse, ich möchte euch nochmal was zu dieser Thematik hier sagen. Also es gibt ja einmal eine Kerze mit 7 und einmal mit 9, okay? Und 9 bedeutet das Fest von Chanukka. Nutzt eine Chanukia 9-armiger Leuchter. Bei Chanukka zündet man 8 Tage lang Kerzen an zur Erinnerung an das Ölwunder beim 2. Tempel 200 vor Christus. So, und das Ölwunder gehört zur Chanukka-Erzählung. Nach dem Aufstand der Makkabäer 200 vor Christus wurde der Jerusalemer Tempel von fremden Götzen gereinigt. Man fand nur ein einziges ungeweihtes Krüglein Öl für die Menora, genug für einen Tag. Doch das Licht brannte auf wundersame Weise 8 Tage lang, bis neues geweihtes Öl hergestellt wurde. So, und mit diesen 3 Punkten wird das assoziiert. Widerstand gegen die Zwangshellenisierung durch die Seleukeiden, also durch die Griechen. Verteidigung des jüdischen Glaubens, des Tempels unter der Tora. Symbol für religiöse Freiheit und nationale Selbstbestimmung. In der jüdischen Tradition Beginn von Chanukka, Wiedereinweihung des Tempels. Kurz gesagt, er steht für den Kampf um Glauben, Identität und Unabhängigkeit. Also auch nochmal eine krasse Symbolik dahinter, ne? Wenn man dann bedenkt, dass man diese Kerzenform hier ausgewählt hat, hier das Zelt des Opferung aufgestellt hat, wo der Bulle umgebracht wird für das Sündenopfer. Das ist, also was soll ich euch dazu noch sagen? Also wenn das jemandem nicht auffällt, dann, I don't know, dann weiß ich wirklich nicht, was ich euch noch zeigen kann. So, und das wären gleichzeitig auch meine Thesen, warum ich glaube, dass die Opferung ein Aufnahmeritual einfach war. Ob er jetzt am Ende gestorben ist oder nicht, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde wirklich schätzen, dass die das so extra aufgebaut haben, dass das so aussieht, als würde er sterben und dann lebt er sein Leben weiter, weil Erika, die Frau von Charlie, ist auch nicht ganz koscher. Und das sehr Interessante ist, dass sie sich beide auf einem Israel-Trip kennengelernt haben. Überlegt euch, sie lernen sich in Israel kennen. Dazu habe ich natürlich ein Video für euch. Just know that nothing is by mistake. Nothing is by mistake. Kein Zufälle. I will never forget the time I was in Israel with my husband, that was the second time, but the first time with my mother on a pilgrimage. And I was standing in the ticket line. And I remember looking behind me, and in the snake of the ticket line was a guy who looked very familiar. I had no idea who he was. That ended up being Charlie. Ist das nicht verrückt, was für Zufälle es auf diesem Planeten gibt? Und weiter geht's über Erika. So, Erika war
Erika war, glaube ich, sogar Model, ne? Guck mal, erstmal über Charlie Kirks Vater. Charlie Kirks Vater war der Bauer von Trumps Tower. Das hat sich sogar gereimt. Charlie Kirk's father is Robert V. Kirk, an architect who was involved in the design of the Trump Tower in New York City. Und wisst ihr, wo sie gemodelt hat? Im Trump Tower. Hier, haben wir doch. Trump Tower, wann war das? Steht jetzt nicht, aber hier, da haben wir sie am Trump Tower. Für den Trump Tower, da wo Charlie Kirks Vater, das was Charlie Kirks Vater designt hat, da modelt sie und dann lernen die sich beide in 2018 in Israel kennen. Wisst ihr, was ich meine? So, und hier haben wir nochmal ein bisschen über Erika. Erika trägt nämlich eine Kette über das Malta-Kreuz. Und Malta-Kreuz, wissen wir, eine der größten und geheimsten okkulten Mitglieder von diesem ganzen Netzwerk sind die Malteser, deswegen heißen die auch Malteser, die Lebensretter, die retten ja auch unser Leben, indem sie bestimmen, was mit uns passiert. Trägt sie natürlich auch den Ring, ne, das große G, hat sie ja gesagt, ja, ich trage das für meine Tochter, aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der für seine Tochter einen Ring trägt, ne. Sind wir mal ehrlich, alle tragen Halsketten mit einem G drauf, oh, das ist für meine Tochter oder was weiß ich, kann man sich von Videos anschauen. Auf Rumble, da gibt es unzählige Videos über Erika, aber wie gesagt, Erika ist auch nicht ganz koscher, ne? Also ich sag euch das, die ganze Thematik rund um Charlie Kirk und alles, das ist überhaupt nicht koscher. Das ist gar nicht koscher. Da ist irgendwas. Welche These man jetzt selbst annimmt, ist euch überlassen, aber ich finde, deswegen bin ich ja so stark in meiner These, das ist mir zu auffällig, okay? Und ich möchte euch immer darauf hinweisen, diese Sachen passieren als Ablenkung, weil die eigentliche Thematik sollte sein, der Bau des dritten Tempels. Damit kommt der Messias, der falsche Messias, kommt durch den Bau des dritten Tempels. Das versuchen die, habe ich euch in meinen anderen Videos schon gesagt gehabt, die versuchen das zu beschleunigen durch die ganzen Kriege und durch die ganzen Opferungen und was weiß ich, okay? Erstens. Zweitens, wir stehen vor einer Digitalisierung. Digitalisierung. Das bedeutet Fingerprints auf jeden Kauf, den du machst. Es gibt keine Anonymität mehr. Okay? Wenn wir also schon das Geld digitalisieren, dann werden wir auch bald digitalisiert. Dann haben alle Firmen, Großkonzerne, das ist so wie bei Blade Runner und anderen Filmen, dann kontrollieren die Konzerne die Daten und wer die Daten hat, kontrolliert die Welt. Heute ist es Geld, morgen sind es Daten. Dann weiß man alles über dich, jede Blutdings und auf welche Viren du eine Schwäche aufweist und dann ist es viel einfacher und systematisch auszubluten. Und die dritte Sache ist Überwachungsstaat. Okay, das sind die 3 wichtigen Sachen von Agenda 2030, die noch passieren müssen. Das sind die wichtigen Sachen. Und wir gucken auf die Sachen, aber das sind die Sachen, weil am Ende des Tages, ob er jetzt gestorben ist oder nicht, juckt mein Ei nicht. Aber ich weiß, dass die Digitalisierung kommt. Ich weiß, dass der dritte Tempel viel Leid bringen wird. Ich weiß, dass der Überwachungsstaat uns in ein metaphorisches Gefängnis fangen wird, so, oder uns leben lassen wird, so wie bei Time oder anderen Filmen. Wir leben zwar schon in einem Gefängnis, aber dieses Gefängnis, wenn das alles überwacht wird, das war's mit uns als Individualisten. Dann wirst du sanktioniert. Anhand deines Verhaltens. Du läufst über Rot, 20 Minuspunkte. Oh nein, ich kann kein Brot kaufen. Dahin kommt's. Das war echt ein langes Video über Charlie Kirks Sache. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr mir zuhört. Passt auf euch auf. Schaut euch selber, recherchiert für euch selber, bildet selbst eure Meinung. Denn ich habe es im letzten TikTok-Video gesagt, der größte Feind von diesen Leuten ist ein höheres Bewusstsein. Weil ein höheres Bewusstsein würde uns zu verstehen geben, dass wir alle Menschen, du und ich, jeder Mensch auf diesem Planeten ist connected. Wir sind verbunden. Wir sind gleich. Hautfarbe, Religion, wie du aussiehst, was du fühlst, was du liebst, wir sind alle verbunden miteinander. Und wenn wir verstehen, dass wir alle verbunden sind, dann ist die Nächstenliebe, die zum Beispiel Jesus Christus geprägt hat, dann ist das Mittel für die Verbundenheit.
Und dann endet dieses ganze Chaos. Ich sag euch, das, was dieses Chaos enden kann, ist die pure, reine Liebe für jeden Menschen auf diesem Planeten, egal wie er aussieht, was er denkt, was er glaubt. Wenn wir uns lernen zu schätzen und zu lieben, dann wird alles vergehen. Dann haben wir das System durchgespielt. Aber bis dahin, sei kritisch. Folge Nummer 10, Charlie Kirk, haut rein.